harte Teil für mich war wirklich gewesen, Paris nicht spielen und dann die ganze Vorbereitung für Wimbledon, weil ich eigentlich gehofft habe, dass ich eigentlich fast nicht wieder 100%ig bin vor Wimbledon und ich habe gemerkt, ich bin meilenweit von dem entfernt und es kommt nicht gut. Und ich habe das eigentlich im Vorfeld gespürt und dementsprechend bin ich dort natürlich ein bisschen nervös geworden. Ja, und dann nach Wimbledon haben wir gesagt, jetzt suchen wir uns durch nach Wimbledon. Es ist unglaublich gelaufen und unglaubliches Turnier im Nachhinein für mich. Aber jetzt ist eigentlich die Pause, ich habe es sehr genossen. Ich habe die Tour eigentlich nicht großartig vermisst. Aber es wird mir sicher hart fallen, eben zum Beispiel jetzt in Basel nicht dabei zu sein, wo ich jetzt doch so lange dabei war. Was vermisst du denn jetzt ganz konkret? Sind das Match oder ist das vielleicht auch ein bisschen, ich kann mir vorstellen, das Estimieren von den Fans, du wirst überall auch euphorisch empfangen, es ist immer eine schöne, eine gute Ambiance. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich weiss, es ist schwer wahrscheinlich zu sagen, es ist genau das, was ich vermisse. Aber zum Schluss bin ich ein Tennisspieler, der gerne Match spielt. Ich trainiere auch gerne, aber niemals so gerne, wie ich Match spiele. Oder? Am Schluss ist es dort, wo du etwas kannst erreichen kannst, nicht im Training sozusagen. Und darum fehlt mir sicher die Match, die Atmosphäre auf einem Center Court, viele Zuschauer, die dir applaudieren und dir sagen, hey, das hast du jetzt super gemacht, das ist ein gutes Gefühl. So im Mittelpunkt stehen brauche ich nicht jeden Tag, aber so ab und zu auf dem Tennisplatz, das ist etwas, was ich natürlich lernen genießen habe, über all die Jahre natürlich. Und dann einfach, ich glaube auch sozusagen meine zweite Familie, alle anderen Tennisspieler, die ganze Tour, alles was dazugehört. Ich mache es doch schon seit eigentlich mein halbes Leben, bin ich eigentlich professionelle Tennisspieler und die andere Hälfte bin ich entweder Schüler gewesen, oder Baby oder Kind. Und darum fehlt mir natürlich die Tour einfach als solches, weil ich tue sie gerne bereisen. Und jetzt ist es so, dass der erste programmierte Einsatz, vielleicht ist ja dann noch die Tour in Asien, aber der erste programmierte Einsatz ist der Hopman Cup in Perth. Da hast ja du mit dem Mirka gespielt, nämlich 2001 habe ich glaube mit der Martina gewonnen. Genau, und dort hast du mit der Martina gewonnen. Jetzt warum spielst du nicht mit der Martina, sondern mit der Belinda Bencic? Die Frage wird mir viel gestellt. Ich glaube, das Problem ist dort, weil sie müssen ja einzeln spielen, Martina, oder? Auch noch. Das hat es jetzt halt einfach lang nicht mehr. Ich glaube, das Turnier hat wollen, dass ich eher mit der Belinda spiele oder mit der Baczynski. Und dann haben sie die Belinda angefangen und die haben eigentlich auch gesagt, das ist eigentlich nicht etwas, was ich entschieden habe. Mit mir wären alle recht gewesen. Ich freue mich einfach ganz ehrlich, können dort wieder in Perth spielen. Es ist 15 Jahre her, als ich das letzte Mal dort war. Unterdessen ist ein neues Stadion dort. Ich habe es im Fernsehen verfolgt letztes Jahr, als ich in Brisbane war und es war eine mega Atmosphäre. Da habe ich gedacht, das würde ich gerne wieder mal erleben. Brisbane hat sich eigentlich auch einen Wechsel gewünscht, dass ich endlich mal auf Perth wieder gehe, nach all diesen Jahren, und dass sie vielleicht auch den Raff und den Stan holen für Brisbane, und so ist es dann auch gekommen. So gewöhnt jeden, und ich freue mich wirklich riesig auf den Hopman Cup und dann natürlich auf das aber Mitte Januar die Australian Open. Sehr schön. Und dann geht es dann weiter, Australian Open, wahrscheinlich Dubai und Indian Wells, das wäre so ein bisschen Perspektive, die wir haben. Jetzt haben wir den Roger Federer als Spieler gehört, als Sportsman, aber er ist natürlich auch vierfacher Familienvater und Ehemann von der Mirka. Und ich habe eine schöne Zeit gehabt. Im Jahr 2000 ist das, ich kann mich noch gut besinnen, in Sydney. Dort hat die Liebschaft angefangen mit der Mirka. Und ich kann von mir selber sagen, meine liebe Ursula, wir sind jetzt über 20 Jahre geheiratet, aber ich musste hart wickeln am Anfang, oder, bis ich es nicht hatte. Jetzt, wie war das bei dir bei Mirka? Ist das einfach so schnell gegangen oder hast du auch ein bisschen kämpfen? Gut, ich hatte da keinen Plan im Hintergrund. Ich dachte, so, jetzt kommen wir noch auf das Sydney an der Olympiade und die Mirka gefällt mir und ich will mit ihr zusammen sein, überhaupt nicht. Also das war etwas, weil wir einfach 2 Wochen lang zusammen verbracht haben und das war irgendwie einfach völlig natürlich. Wir sind dort eigentlich in der Mannschaft gesehen, mit anderen Tennisspielern, die auch noch dort dabei waren. Marc Gross hat in letzter Minute eigentlich vielleicht abgesagt. Das hat mir die Tür eröffnet, mehr Zeit mit den Frauen zu verbringen, anstatt mit dem Marc dann noch rumzulaufen. Also vielleicht ist der Dank an ihn, eigentlich, dass er nicht gekommen ist. Also, im ersten Moment bin ich sehr traurig, weil ich eigentlich gehofft habe, ich kann doch Doppel spielen, sozusagen mit meinem grossen Bruder an Olympia in Sydney. Und dann, ich weiß auch nicht, wie das gegangen ist. Dann haben wir es lässig gehabt. Ja, sind dann eigentlich in Kontakt geblieben und auf das aber haben wir uns wieder in Basel und Swiss Indoors getroffen und dann natürlich in Biel Ende Jahr, dann, wo der Aufbau war, ist sie auch dann bei Swiss Tennis trainieren und dann haben wir gemerkt, doch, das ist absolut seriös, wir haben uns sehr, sehr gern und ich bin froh, dass sie bei der Frau ist und dass wir 4 schöne Kinder haben. Wunderbar, lieber Roger. Und jetzt ist es ja so, dass man sagt, hinter jedem starken Mann
ist auch eine starke Frau. Und Mirka war ja selber auch eine Tennisspielerin, Top 70 in der ganzen Welt. Das ist eine ausgezeichnete Leistung. Inwiefern ist jetzt die Mirka für dich eben ein starker Halt in deinem Leben? Gut, ich glaube, du weißt das sicher auch, das ist hart gepickelt, oder? Und darum am Schluss, heute los ist er zu, was sie sagt, das ist bei mir nicht anders. Also bei mir ist es enorm wichtig, was ihre Meinung ist, oder? Und ich nehme jetzt einmal an, hätte sie gesagt vor 5 Jahren, du, jetzt ist auch gut einmal mit Tennis und so weiter, wir haben jetzt noch Kinder und Tennis war lässig, aber komm, mach doch mal etwas anderes. Und ich bleibe daheim und du gehst spielen. Dann wäre die Beziehung strapaziert worden oder ich hätte aufgehört zu spielen wahrscheinlich, oder? Und als ich Mirka kennengelernt habe, dort hatte ich eben noch gar keinen Titel gehabt. Heute habe ich 88 und ich glaube, das nur allein zeigt schon, was sie für einen Einfluss hat auf mich. Obwohl es gibt ganz, ganz viele Coaches, wichtige Leute in meinem Leben, die mich natürlich auch dort angebracht haben. Aber Mirka hat mich natürlich in schweren Zeiten, in guten Zeiten immer wieder unterstützt und gute Tipps gegeben, oder? Weil, sie hat natürlich vieles auch vor mir schon eigentlich erfahren auf der Tour, weil sie eben 3 Jahre älter ist, hat sie dort noch mehr Erfahrung gehabt und sie ist hochprofessionell gewesen früher, fast zu professionell, fast zu hart trainiert und das ist ja zum Verhängnis geworden mit Verletzungen. Und darum, ich konnte eigentlich sehr viel von ihr lernen und sie war unglaublich Unterstützung gewesen, auch am Anfang und wie jetzt natürlich einfach mit den Kindern, dass das alles eigentlich bereit ist, auf sich zu nehmen, mit den Kindern, mit mir mitzukommen, das ganze Management auch hinten dran, einfach schauen, dass alles gut organisiert ist, dass ich mich am Schluss eigentlich aufs Tennis konzentriere und auf die schönen Momente eigentlich mit der Familie. Wunderschönes Plädoyer, Roger. Ja. Und ich weiss jetzt zum Beispiel, dass Mirka gute Köchin ist und auch gerne kochen. Meine Ursula, die kocht super und ich kann überhaupt nicht kochen. Du darfst gar nicht anders sagen, aber es klingt gut. Jetzt sage ich dir etwas. Ich bin ganz ein schlechter Koch, aber ein Vorteil hat das. Ich bin wahrscheinlich noch schlechter als du. Ist das so? Ja, ja. Aber ich tue dafür, wenn etwas auf dem Tisch ist, immer loben und habe Freude und durch das schätzen, wertschätzen und estimieren. Ist das bei dir auch so? Was meinst jetzt du? Ja! Ich kann ja nur auch, oder? Absolut. Also ich sage immer, ich bin gar kein guter Koch, aber ich esse sehr gut, oder? Genau. Aber wenn ich dann gut bin im Abräumen und im Abwaschen, wenn es muss sein, wenn es mich braucht, dann bin ich immer dabei, oder? Weil im Vorhinein kann ich nicht viel helfen, oder? Das haben wir. Jetzt bist du ja aber auch eben Erzieher, Familienvater. Und du hast ja selber eine Erziehung genossen mit dem Linet und mit dem Robby. Sie sind beide auch da, das ist schon ein bisschen bezeichnet wieder. Die gehen viel auch noch in die Ferien miteinander. Das sind liebe, wichtige Grosseltern. Sie haben dich sehr offen erzogen, sehr gut erzogen. Du hast eine super Attitüde, das merkt man in der Welt draussen. Jetzt konkret, was möchtest du als Vater von deinen 4 Kindern ihnen weitergeben, wo du selber hast dürfen geniessen mit der Linette und dem Robby zusammen, wo du ein Bub bist? Ich glaube, eben mit unserem Leben ist doch äußerst speziell, oder? Mit dem vielen Reisen. Ich glaube, dort lernen sie einfach extrem viel. Das ist nur schon das allein ist Gold wert. Dort würde ich, dass sie einfach das Richtige mitnehmen, vom vielen Reisen, von der Kultur, von den Leuten treffen, von der Städte besichtigen, dass sie einfach mit viel, viel schönen Erinnerungen zurückkommen. Sich in der Stadt sich natürlich total frei zu bewegen, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Darum genießen wir vor allem dann natürlich Bergwelt sehr hier in der Schweiz oder einfach die Schweiz generell, weil einfach da ist es so ein bisschen noch normal geblieben sozusagen. Außer gehst jetzt natürlich gerade in den City Center rein von einer Großstadt. Aber sonst ist das eigentlich immer, kannst du eigentlich sehr gut zurückkommen zu, wie es eigentlich sollte sein. So wie ich eigentlich aufgewachsen bin, wie als Mirka, einfach völlig normal und das probieren wir eigentlich dort drüber zu vermitteln. Der Respekt natürlich, einfach der Anstand, einfach dass sie das Dankeschön, das Bitte, einfach wissen, was alles dazugehört. Und das habe ich sicher schon 1000-mal wiederholt und ich werde es weiterhin machen, man muss dranbleiben. Und ich muss sagen, es ist jetzt eine mega interessante Zeit. Bei den Buben, die 2,5 sind, bei den Mädchen, die 7,5 sind, ist natürlich, die Mädchen bewegen sich jetzt weg vom Baby, vom Kind natürlich und kannst wirklich normale Konversationen haben, wirklich ihnen das Ganze eigentlich, die ganze Welt eigentlich beibringen und das ist höchst interessant und es sind neue Gefahren, auf was sie aufmerksam machen, aber ich würde eigentlich, dass sie können in dieser komischen, crazy World, wo wir uns innen bewegen, dass sie eigentlich Normalität finden und das schaffen wir, indem wir eigentlich immer zusammen sind, fast jeden Tag eigentlich und ich hoffe eines Tages
schaue ich auf die Kindheit zurück und denke, wir haben es wirklich, wirklich lässig als Familie zusammen. Wunderbar, Roger, und das wird sich, ich bin überzeugt, auszahlen, die Normalität, das Erdige, wie du ja selber auch mit hast bekommen. Jetzt hast du es gesagt, Mailand und Charlene sind jetzt 7, sie gehen langsam weg vom Mädchen. Es gibt andere Diskussionen, kann man davon ausgehen, dass sie eben nicht nur Tennis spielen, sondern dass eigentlich ein Teil ist im Leben. Ja, also Tennis ist der kleinste Teil in ihrem Leben. Ich spiele gerne Tennis, aber das ist jetzt nicht so, wie ich das gesehen bin. Und ich bin froh, muss ich nicht noch mehr auf den Tennisplatz mit ihnen die ganze Zeit und etwas anderes machen. Also eben, jetzt ist so das Ganze natürlich auch mit der Schule, mit dem Lernen lesen, mit den Sprachen natürlich, die wir haben. Ja, da wird es auch viel abverlangt von uns mehr und mehr natürlich, oder? Zum Glück haben sie jetzt noch nie 3 Stunden Hausaufgaben. Auf dem Moment freue ich mich nicht unbedingt, aber das gehört dann leider auch dazu. Aber jetzt Buben sind 2-jährig, in einem süßen Alter, die zwei, haben die schon das Tennisracket? Ja, die spielen viel lieber, das freut mich eigentlich für sie, oder? Weil, ich weiß auch nicht, ich bin froh, dass doch irgendjemand Tennis spielt bei uns, oder? Also ich habe schon Angst gehabt, dass gar niemand spielt, oder? Aber ich bin froh gesehen, die Mädchen machen das nicht so häufig und wir machen es natürlich in Phasen. An anderen Orten ist es einfacher, mehr Tennis zu spielen als an anderen. Nein, aber die sind natürlich jetzt unglaublich herzig. Das ist jetzt das Alter, wo sie lernen eben so koordiniert sein, schnell rumrennen, das Reden natürlich und alles. Das ist unglaublich und da willst du eigentlich keinen Tag verpassen. Jetzt ist es ja so, dass du als Bub Ballverliebter bist. Es gibt Fotos von dir, ich habe die auch schon gesehen, ein kleiner Bub und immer einen Ball in der Hand hatte, mit diesem Ball gespielt und mit diesem Ball aufgewachsen. Ist das bei deinen Buben auch so, oder bei einem Männchen? Ja, doch, also absolut. Die haben das viel lieber als Mädchen. Ich glaube, das hat jedes Kind, das merkst du gerade, wenn du einen Tennisball zuwirfst, ob sie ihn anschauen und denken, was ist das, und wieder wegwerfen und dann mit dem Backer spielen. Oder halt dann mit dem einfach eine halbe Stunde fast spielen. Und das ist sehr interessant. Und warum ist das so? Kein Mensch weiß. Es ist einfach in der DNA rein und das tut dann Freude machen. Also wir haben auch da, die Buben eigentlich machen das eigentlich recht gern, was eigentlich noch lässig ist. Jetzt hast du ja schon Erfahrung eben mit den Mädchen. Gibt es etwas, was du besser machen willst, jetzt in der Beziehung bei den Buben, als bei den Mädchen hast gemacht, oder genau gleich so weiterfahren? Hast du das schon überlegt? Nein, ich glaube, jeder hat seine eigene Persönlichkeit. Also man muss bis zu einem gewissen Grad ja auch ein bisschen anders einfach umgehen mit diesen Problemchen. Ich bin sicher nicht mehr ganz so hellhörig wie am Anfang. Ich bin auch ein bisschen abgestumpft unterdessen. Wenn sie im anderen Zimmer heult, dann weiss ich, ist es schlimm, ist es nicht so schlimm. Bei den Mädchen bin ich natürlich gerade aufgestanden und übergespurtet und geschaut, was ist jetzt die Sache, bis ich gemerkt habe, da kommt ja nicht einmal eine Tränen ab, das ist ja gar nicht. Und fragst, was ist gesehen, dann hast du gemerkt, ja, irgendein Auto ist umgedrückt, oder weiß auch nicht. Oder? Also da bist du nicht um einiges ruhiger jetzt. Und es ist natürlich eine ganz andere Situation jetzt auch, muss ganz ehrlich sagen, 2 Kinder und 4 Kinder ist doch nochmal eine ganz andere Situation und die musst du einfach so anders managen. Sehr gut. Jetzt ist es so, haben wir den Roger Federer gehört als Sportsman, den Roger Federer als Familienvater, aber jetzt gibt es ja noch einen Roger Federer für sich selber, oder? Als Mensch, als Individuum, mit Träumen, mit Wünschen, mit Zielen und so weiter. Jetzt, ich persönlich würde gerne auf den Mond gehen. Wird unmöglich sein, oder, in meinem Leben. Gibt es Träume, die der Roger Federer hat? Ja, der jetzt nicht unbedingt, der dunkelt mich fast zu nicht real irgendwie. Genau. Mir macht das Angst, oder? Ich brauche da nicht zu grossartig so den Adrenalinkick suchen. Vielleicht ist das wirklich auch genug bekommen auf dem Tennisplatz. Aber ich bereise natürlich die Welt sehr gern. Darum ich hoffe, dass ich noch wirklich an ein paar lästige Orte anreisen kann, solange ich auf dieser Welt bin und das natürlich auch mit der Familie kann teilen kann. Es gibt so viele schöne Länder und Städte, die ich noch nicht gesehen habe, obwohl man meint, da hast du sicher schon überall gesehen, aber ich bin in 40 Ländern gesehen von, also wie viel haben wir, 200 oder ja, so, also noch sogar noch eben darum. Es gibt noch viel zu sehen und das würde ich gerne hoffentlich ein bisschen mehr machen können. Vor allem auch noch vielleicht noch, so, weißt, noch mehr im Zug oder im Auto bereisen, anstatt immer nur im Flugzeug. Ich hatte noch einen schönen Tipp, ich hatte das Glück gehabt, früher 10 Jahre Reiseleiter zu sein in der Ferien. Vielleicht werde ich das einmal, oder? Und Island wäre ein super Land für dich, für Mirka, für die 4 Kinder, mit einem Land Rover und selber kochen mit dem Zelt in der Natur raus und da findet man es super. Absolut, wäre ja dabei. Gibt es zum Beispiel
ein Mensch, den du noch treffen willst? Ich weiss, dass du sehr viele Leute getroffen hast, oder also Königin Elisabeth und wichtige Politiker und wichtige Sportler und so weiter und so fort. Gibt es jemanden, der in deinem Herzen ist, den du noch gerne lernen kennen? Lustigerweise, ich bin sehr nicht fixiert auf das. Es ist schon so am Anfang, wenn ich auf den Tennisplatz gelaufen bin oder um ein Tennisturnier herum bin oder so einen roten Teppichanlass gegangen bin, jetzt haben wir hier auch wieder einen, by the way, dann habe ich das wirklich noch das total nervös gemacht, weil ich wusste, vielleicht laufe ich in diesen Schauspielerin oder eben in diesen Politiker oder in diesen Sportler. Das habe ich total lässig gefunden. Heute würde ich eigentlich gar niemandem mehr gross über den Weg laufen. Wenn es passiert, dann freue ich mich natürlich. Und wenn es nicht passiert, dann ist das völlig auch okay, weil ich habe das Gefühl, die haben alles ihr Leben, bei denen ist so viel los. Genau. Und darum, ich suche das eigentlich sehr wenig und suche eigentlich viel mehr die Normalität nach all diesen Jahren. Und jetzt bist ja du in der Oscar-Nacht gesehen, das ist ja etwas, so sehr eine grosse Publicity hat. Es war ein 150 Meter langer roter Teppich gesehen, ja. Und alles um Superstars. Ja, also wahrscheinlich schon, ja. Ich kenne nicht so viel, oder? Im Schauspielbereich kenne ich nicht so, verfolge ich nicht so. Aber es war höchst interessant gewesen, weil wir sind dort eigentlich, wenn ich nur kurz eine Geschichte erzähle, wir sind dort angekommen, weil ich auf Amerika musste, weil ich eigentlich geplant habe, natürlich das Turnier zu spielen und im Vorfeld sehr viele Medientermine und Sponsorentermine habe ich aufgeleistet und habe gesagt, das sage ich nicht ab, nur weil ich jetzt verletzt bin, ich gehe trotzdem dort hin. Und wenn ich einen Tag früher noch eigentlich auf LA gehe, dann sind noch die Oscars dort und ich gesagt, weißt du, ich habe eine Einladung bekommen, das machen wir doch auch nochmal, jetzt habe ich Zeit für das und dann habe ich das gemacht, dann sind wir dort angekommen und dann kommen wir so zu den Oscars an, haben wir auf einmal stehen wir einfach still hinter alles, so Superstars, 45 Minuten lang im Stau. Also jetzt, wir stehen dort, also in einem Korridor und ich denke, was jetzt hier los ist, warum die Leute nicht einfach durchlaufen. Und dann bin ich zum roten Teppich angekommen und ich sehe, die stehen hier 3 Minuten, dort 3 Minuten, dort 3 Minuten. Und dann ich denke, das ist einfach ein Fototermin nach dem anderen, eine Stunde lang. Und dann war eigentlich das der Stau von allen Leuten, die Fotos gemacht haben auf dem roten Teppich. Ich habe gemeint, ich sehe nicht recht. Aber es war auf jeden Fall lustig. Auf der einen Seite hast du alle Fotografen gehabt, auf der anderen Seite Fans. Es war eine ganz lustige Stimmung. Und ich muss sagen, ich habe es richtig, den roten Teppich jetzt nicht so genossen, aber sonst alles, was nachher gekommen ist, eigentlich all die Oscar-Winners gesehen, wie sie sich gefreut haben, das war eigentlich sehr lustig gewesen. Und dort hast du natürlich noch für den Speech halten am Schluss nach dem Sieger. Ich glaube, jeder hat 1,5 Minuten gehabt. Und der länger geredet als 1,5 Minuten, hat einfach so zack die Musik reinbekommen in seine Speech, und haben sie so leid getan. Das ist immer und immer wieder passiert. Es hat einen gegeben, der hat einfach durchgeredet durch die Musik und irgendwann mal hat die Musik aufgehört und hat er können reden. Das ist unglaublich, das war eine lustige Erfahrung. Das ist wie in der Offiziersschule. Früher hat man ein Referat haben, Minuten näher. Wenn eine Minute 10 bist, hat der Richter oft gesagt, absitzen, ist fertig. Voilà. Also, das Schauspiel ist doch das, nichts anderes, oder? Die Schauspieler, die verkaufen sich auch gut, aber... Nein, das ist ein schöner Event eigentlich. Ich weiss jetzt, Roger, wenn ich dich so lernen kenne und auch zum Beispiel die Werkaufnahmen machst mit Jura, ich bin überzeugt, du hast ein grosses schauspielerisches Talent. Ja. Gibt es mal den Roger Federer in einem Film später, wenn er gehört hat? Gibt es das mal? Du, in einem Film kannst du irgendwie 1 Sekunde hinter durchlaufen, du bist auch schon Schauspieler gewesen. Also, das könnte ich, ja. Ich könnte da hinten durchhuschen, oder? Nein, aber so jetzt lange Texte auswendig lernen und da... Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiss, dass ich gut beim Tennis spiele, aber nicht so gut in dem. Ich probiere mein Bestes und ich hoffe immer, dass Jura oder andere Sponsoren immer zufrieden sind mit mir, dass sie merken, ich probiere mein Bestes. Ich bin weit von perfekt, wenn es um Schauspieler geht und ich bin immer noch dort sehr, sehr unsicher eigentlich, aber ich genieße es unterdessen, mich in verschiedene Charaktere hineinzubringen und einfach eine lässige Kampagne auf die Beine stellen und hoffentlich eben schauen, dass natürlich eben jetzt für die Jura zum Beispiel, dass ich ihnen kann helfen auf internationalem Parkett natürlich auch. Ich werde sehr viel gefragt, was macht der Roger Federer, wenn er aufhört Tennis zu spielen? Und ich weiss, wir sind noch weit weg von diesem Roger. Extrem weit. Aber der Roger Federer wird nie TV-Kommentator, Co-Kommentator. Werde ich nicht? Ja, sage ich. Weil ich so schlecht bin. Nein. Das sage ich nicht, warum dass ich das nicht denke. Ich kann es verifizieren und sagen, es stimmt nicht. Also ich sage jetzt mal so wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang hier Kommentator zu sein, an allen Turnieren, nein, wahrscheinlich auch nicht. Das habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich mir Zeit aufbringen für das. Oder für das bin ich zu gerne daheim oder weiß auch nicht.
Aber so vielleicht einmal, weißt, wenn du ans Turnier kommst und vielleicht einmal ein Turnier machst oder einen Tag, das würde ich jetzt nicht ausschließen und sagen niemals nie, oder? Der Edberg hat auch nicht gedacht, dass er irgendwie würde mal coachen nach 15 Jahren. Ich habe ihn angeschaut und gesagt, ja, warum auch nicht, oder? Und darum, vielleicht könnte das auch etwas sein, aber ich sage, da bin ich eher so im Motivieren, Inspirieren, Mentorship vielleicht, weißt, in der Schweiz, für junge Sportler oder junge Tennisspieler vor allem natürlich, das kenne ich am besten. Stiftung natürlich, dass ich dort viel mehr Zeit habe, Fundraising zu betreiben, Trips zu machen, eben in südlichen Afrika oder auch hier in der Schweiz, wo wir ja auch die Sporthilfe und die Winterhilfe unterstützen. Das sehe ich, dass das auch noch weitergeht und natürlich, ich würde gerne genug Zeit haben für die Familien, aber die werden irgendwann natürlich auch richtig großartig dann in die Schule gehen, dann siehst du den ganzen Tag nicht, dann musst du auch irgendwo deinen Tag ausfüllen und dann werde ich das mit dem Mirka besprechen, so ein bisschen, was würdest du gerne machen, was würde ich gerne machen und dann werden wir uns irgendwann einmal entscheiden. Wunderbar, und ich hoffe, dass du mal ein erfolgreicher Coach kannst werden von einem oder von beiden Buben. Das wäre eine Hammergeschichte. Das wäre eine Hammergeschichte, aber lieber nicht. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo du die Karriere wieder aufnimmst. Hopman Cup, das haben wir gesagt. Und es gibt ja immer noch Ziele. Und jetzt bin ich ganz persönlich und ich sage, ich möchte es dir so fest gönnen. Weil das hättest du wirklich verdient, dass du nochmal Wimbledon gewinnst und damit als einziger 8-mal triumphiert hast. Das wünsche ich mir selber auch. Also für das da kämpfe ich mich durch die ganzen Trainings und bin aufgestellt, weil ich glaube, mit einer positiven Einstellung schaffst du so einiges weiter im Leben. Und ich kann es nicht erwarten, dass ich zurück auf die Tour komme und wenn ich mal auf der Tour bin, dass ich hoffentlich dann auch wirklich auch gesund bleibe und eben die Chance habe, nochmal ein Wimbledon zu gewinnen oder eben nochmal ganz offen kommen in der Weltrangliste oder einfach wirklich nochmal einfach lässiges Tennis spielen. Ich glaube, ich habe super gespielt die letzten paar Jahre, jetzt habe ich ein bisschen Pech gehabt in diesem Jahr. Aber ich glaube, ich kann das Ruder nochmal umreißen. Ich bin selber gespannt. Und jetzt machen wir einen Deal. Ich werde in 4,5 Jahren pensioniert und ich habe immer gesagt, zusammen mit dem Roger Federer, er spielt noch Minimum 4,5 Jahre. Ich hoffe. Oh yes! Jetzt, Roger, du bist ja auch Stiftungsratspräsident von deiner Foundation. Ich habe es eingangs gesagt in einer Antwort von mir. Du bist auch einer, und so habe ich dich immer erlebt, der auch an die Menschen immer wieder denkt, die es ein bisschen weniger gut haben im Leben. Du hast auch einen sehr hohen Gerechtigkeitssinn. Ich kann ein kleines Beispiel machen, wenn du merkst, dass ein Journalist zum Beispiel jetzt vielleicht nicht dort herkommt oder sich nicht getraut, dann bist du sogar bereit, ihm zu helfen und zu sagen, also komm, du kannst auch noch Fragen stellen. Es sind so kleine Details, die ich einfach in den letzten 17 Jahren mit dir erlebt habe. Jetzt die Foundation, die hat eine kürzliche Sitzung gehabt, eine Stiftungsratssitzung. Wo steht die Foundation im Moment? Gut, jetzt sind wir natürlich gut aufgestellt nach 11 Jahren. Ich habe viel gelernt in der Anfangsphase eigentlich gelernt, wie man eine Stiftung aufzieht, was alles für Rules and Regulations, also Regeln dazu gehören. Das ist nicht ganz simpel, dass man einfach mal das anfängt und dann schaut man mal. Habe ich auch auf gute Experten müssen zählen, Leute, die wir wirklich weiterbringen können, wie der Christoph Schmocker und Janine Händler, die wirklich vom Fach sind, die haben mir unglaublich geholfen natürlich. Und dann habe ich eben dank meinen Eltern, das ist wirklich eine Family Foundation, die Mirka ist auf dem Board, also dass wir dort eine Family Foundation haben mit eigentlich gutem Know-how und mit den richtigen Werten natürlich. Und es hat angefangen mit einem Projekt in Port Elizabeth in Südafrika, das wir unterstützt haben. Unterdessen sind wir in vielen mehr Ländern tätig im südlichen Raum. Und neue Projekte jetzt, die kommen in Sambia, kommt jetzt eins, und ich würde eigentlich gerne nächstes Jahr vielleicht auf Zimbabwe oder muss man schauen, ob ich in ein anderes Land rein, wo ich noch nicht gesehen bin, ein Projekt besuchen. Und wir probieren eigentlich schauen, dass die Lehrer selber eine gute Ausbildung haben, dass sie die Wert können und das Know-how weitergeben können. Wir schauen eben, dass Kinder überhaupt in die Schule gehen können. Zum Beispiel in Malawi gehen nur 50% von 3 bis 6-Jährigen in die Schule. Früher waren das noch 0 gewesen.
vor etwa 20, 30 Jahren. Das sollte noch oder könnte noch viel, viel besser sein. Und für das gebe ich alles. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Stiftungsratssitzung habe. Ich bin da voll aktiv natürlich dabei, wie es sich gehört. Und ich probiere natürlich auch den Trip zu machen. Leider habe ich jetzt eben den Match für Afrika Nummer 3 müssen absagen am 22. November dieses Jahr. Da haben wir jetzt auf April nächstes Jahr verschoben mit dem Andy Murray im Zürich im Hallenstadion. Auf das freue ich mich natürlich, dass wir dort viel Geld können generieren und einen lässigen Match können liefern. Und wir geben etwa 5 Millionen Franken aus im Jahr für Projekte im südlichen Raum, plus für die Winterhilfe und für die Sporthilfe hier in der Schweiz und andere Projekte. Und wir haben eigentlich das große Ziel, dass ich eigentlich mit meiner Stiftung 1 Million Kinder helfen konnte bis 2018. Da haben wir große Ziele und für das muss ich viel Effort reinstecken und das bin ich absolut bereit. 1 Million Kinder, ja, wenn man das hört, das ist also schon eine irrsinnige Zahl, wunderbar. Und es ist ja ganz wichtig auch